Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin die Leseratte und freue mich, dass du heute zugeschaltet hast, denn ich habe ein ganz tolles Buch mitgebracht von Christina Amand, Wenn Worte meine Waffe wären. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und sofern dir mein Beitrag gefallen hat, am Ende ein Like hinterlassen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Gut, ich mache wieder einen kurzen Überblick, stelle die Autorin vor, mache eine kurze Zusammenfassung und teile dann am Ende meine Gedanken mit euch. Ich bin keine Expertin und möchte mich nicht als solche bezeichnen. Es ist meine ganz persönliche Meinung und den Eindruck, den mir das Buch gegeben hat. Dann lasst uns starten. Wenn Worte meine Waffen wären. Fast wie Fischers Fritz fischt frische Fische. Von Christina Amand. Dieses Buch ist nicht so groß. Es ist fast wie ein kleines Häppchen für zwischendurch, in etwa wie Schokolade, die auf der Zunge vergeht und noch lange nachklingt. Es ist 2018 im Dressler Verlag erschienen. Es handelt sich um einen realistischen Coming-of-Age-Roman für Leser ab 12. Die Lesezeit beträgt rund 4 bis 5 Stunden, wobei ich die nicht genau gemessen habe. Hier, es gibt sicher Leser, die sind schneller, solche, die sind langsamer und das, was ich hier angebe, ist eine Richtzeit und wenn ihr das Buch selber gelesen habt, könnt ihr mal gucken, wie lange ihr gehabt habt im Vergleich zu mir. Aber es soll kein Wettlesen sein. Vergleichstitel sind Wie ein Himmel voller Seehunde von Sarah Löwestam oder Anders als wir von Rindert Kromholt. Ich habe die Namen sicher alle falsch ausgesprochen. Gut, dann möchte ich euch die Autorin etwas näher bringen. Christina Amand wurde 1972 als Tochter einer dänisch-katholischen Mutter und eines palästinensisch-syrischen Vaters geboren. Hauptberuflich ist sie als Krankenschwester und Sozialarbeiterin tätig, wo sie mit ethnischen Minderheiten arbeitet. Zu schreiben begann sie, um ein Gleichgewicht zu den immer schneller jagenden Nachrichten herzustellen, denn Bücher schaffen etwas wie fast kein anderes Medium. Sie lassen uns nämlich die Welt und die Gefühle durch die Augen anderer erleben. – 2007 veröffentlichte sie ihren ersten Roman Modern par mode, was so viel heißen soll wie Jungfräulichkeit in der Mode, dem noch viele andere Bücher gefolgt sind. In ihren Büchern verarbeitet Christina Amand ihre Erfahrungen in einem multikulturellen Umfeld. Christina Amand hat 2016 mit dem Buch Wenn Worte meine Waffe wären, einen Nachwuchsschreibwettbewerb gewonnen und es war so ein bisschen wie ein Durchbruch für sie. Im Originaltitel heißt das Buch Vor Enden auf den Pegefinger, am Ende deines Zeigefingers. Es handelt sich dabei um ein arabisches Sprichwort, das bedeutet, benehme dich korrekt und anständig, sonst zeigen alle mit dem Zeigefinger auf dich und das will ja niemand, dass mit dem Zeigefinger auf einem gezeigt werden und man dann im Fokus ist und alles beobachtet wird. Gerade wenn man Sachen tut, die man vielleicht nicht gerade will, dass das alle sehen oder hören. Dann gehe ich zur Zusammenfassung. Die Geschichte handelt von der 17-jährigen Scheherazade, die 10 Jahre zuvor mit ihren Eltern aus Palästina nach Dänemark geflüchtet ist. Die 3 leben jetzt im Kopenhagener Viertel Parkerne, das ist so ein Beton-Hochhaus-Ghetto. Dort leben viele aus dem arabischen Umfeld und die Traditionen werden hochgehalten und die Mutter von She wird immer rigoroser in ihren Ansichten und in ihrem Ausleben von Traditionen. Ich werde Scheherazade jetzt immer abkürzen als She, so wie es die Autorin auch im Buch macht.
Shees Vater war einst ein Dichter und Schriftsteller, hat dann über etwas berichtet, das der Regierung nicht genehm war und kam ins Gefängnis und wurde gefoltert und leidet seither unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das heißt, diese Erinnerungen kommen immer wieder hervor und er lebt diese durch. Und das führt bei ihm zu so einem hohen Stresslevel, dass er einen Herzinfarkt erleidet und im Krankenhaus gelandet ist. Die intelligente Shee möchte später auch einmal Schriftstellerin werden und hält ihre Gedanken in sogenannten Zines fest oder Zines. Das sind Collagen aus Zeichnungen, Zeitungsausschnitte, Fotos und Texte. Das sind wie Tagebucheinträge, die ihr Leben begleiten und sie Dinge festhält, die sie sehr beschäftigen. Ganz was anderes haben ihre Eltern mit ihr vor allem ihre Mutter. Die will nämlich, dass sie später einmal Ärztin wird, aber trotzdem nach den muslimischen Traditionen lebt und einen Mann heiratet und ganz viele Kinder kriegt. So trägt Shee Kopftuch und geht auf ein Gymnasium in einem anderen Kopenhagener Viertel als Parkerne, wo sie die einzige Muslima in der Klasse ist und deswegen vielen Anfeindungen und Mobbing ausgesetzt ist. Bei einem Besuch im Krankenhaus trifft Shee auf die gleichaltrige Thea, deren Mutter auch im Krankenhaus liegt. Und Thea ist das pure Gegenteil von Shee. Sie ist schon viel in der Welt herumgekommen, weltoffen, was jetzt nicht heißt, dass Shee nicht weltoffen ist, aber sie lebt auch alles aus. Sie trägt Nagellack, Lippenstift, raucht, trinkt, flucht, geht in den Ausgang, trägt die Klamotten, die sie tragen will, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen, denn auch ihre Eltern sind sehr liberal. Das sind natürlich alles Dinge, die Shee aus religiösen Gründen untersagt sind. Und die beiden, es kommt wie es kommt, verlieben sich ineinander. Jetzt beginnt sich Shee immer mehr gegen die muslimisch-traditionellen Zwänge aufzulehnen und kämpft für ihre Liebe zu Thea und auch für ihren beruflichen Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Dabei grätscht der Spagat zwischen Modernität und Selbstbestimmung immer weiter auseinander zu den muslimischen Traditionen. Und als Scheherazades Mutter herausfindet, dass sie ein Mädchen liebt, bricht sie mit ihr, denn das geht nicht, das kann sie nicht mit ihrem Glauben vereinbaren, das ist eine Schande in ihrem Umfeld und sie sieht es sogar als Krankheit an. Von anderer und unerwarteter Seite erhält Shee aber eine tolle Unterstützung, natürlich zuerst von ihrer Freundin Thea, aber auch von Theas Familie, von Mitschülern und von einer Gruppe von homosexuellen Moslems und nicht zuletzt, wer das jetzt nicht wissen will, spult nach vorne, von ihrem Vater. Dann geht es zur Beurteilung. Ich fand es ein wunderbares Buch. Das nur schon mal zuvorderst. Mir gefiel der Erzählstil der Autorin. Es ist so neu, so pur, fast ein bisschen roh, aber doch nicht roh, ohne viel Schnickschnack. Und ich glaube, gerade deshalb bringt es einem Thea so nahe. Es ist ja aus der Ich-Perspektive geschrieben. Es bringt einem den Figuren so nahe und auch diesem Umfeld. Es saugt einem richtiggehend in die Situationen hinein und lässt alles sehr einprägsam und realistisch erscheinen. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Zines oder Zines, die immer wieder auftauchen. Eines habe ich euch ja schon gezeigt, da kommen ganz viele andere dazu und sie machen das Ganze leicht und einfach zu lesen und lockern das Buch auf. Sie funktionieren auch als Rückblende, so als Schnitt in die Erzählung hinein, aber ohne es zu verlangsamen.
Dadurch nimmt es dem Ganzen auch ein bisschen die Schwere der Themen, mit denen sich die Autorin auch auseinandersetzt, nämlich mit Krieg und den Folgen von Krieg, den psychischen Auswirkungen, sowie hier die posttraumatische Belastungsstörung, mit Suizid, mit häuslicher Gewalt, mit den Bemühungen um Eingliederung und Akzeptanz von anderen traditionellen Werten und eben auch Ausgrenzung und Mobbing. Das sieht man dann eben auch bei einem Ausflug, den Che mit ihrer Klasse machen möchte. Sie geht dann mit, aber vorher ruft die Mutter an und stellt einige Bedingungen und das führt dann natürlich auch wieder zu Konflikten mit den Mitschülern. Es ist extrem viel, was hier in diesem Buch geschieht und erzählt wird. Man würde es nicht denken, wenn man es anguckt, aber es macht es auf eine wunderbare Weise, ohne anklagend zu wirken oder um Mitleid zu heischen. Im Gegenteil, es ist ganz viel Wortwitz dabei. Ich möchte da gerne etwas vorlesen. Ganz am Anfang, als sie ihre Mutter und Scheherazade im Sprechzimmer des Arztes sind, sagt sie, 2 müde Kopftuchtrullas sprechen mit einem Stein, so heißt der Arzt. Auf dem Kopf ist er ganz unbehaart, trotzdem hat er einen Bart. Die anderen Haare trösten sich an seiner Brust, sie haben auch wirklich Grund zum Frust. Spricht man über so wahnsinnig schlimme Sachen, gibt es ja auch wirklich nicht viel zu lachen. Oder in der Schule, ich fühle mich wie ein Freak, wie ein Schokodrops, der in eine Tüte Traubenzucker gefallen ist. Da kann ich also wirklich auch mit ihr mitfühlen, so habe ich mich auch oft gefühlt. Oder eine Stelle, die ich euch auch gerne vorlesen möchte. Heute schaue ich aus wie ein Tier, das sich zum Sterben auf den Kopf gelegt hat. Ich fand das einfach nur so klasse. Oder auch bei uns lernen die Sachen fliegen, weil der Vater, der schmeißt in seiner Wut dann immer die Dinge in der Wohnung umher und einmal schmeißt er sogar den Stuhl aus dem Fenster und das hält sie dann eben auch wieder in einem ihr Zines fest, hier wie der Stuhl am Boden zerbrochen ist. Also einfach wirklich klasse. Fazit, man hat es wahrscheinlich gut gemerkt, mir hat das wahnsinnig gefallen, dieses Buch. Christina Amand möchte Brücken bauen und man merkt auch an ihren Figuren, wie sie handeln, was für eine große Menschenkenntnis Christina Amand hat und auch was für eine Lebenserfahrung sie hat, die sie subtil in die Geschichte einfließen lässt. Es ist ein spannend und einfühlsam erzähltes Buch für alle, die gerne über den Tellerrand hinausblicken wollen und auch hinter die Fassade einer muslimischen Kultur. Und es geht auch auf die Gefühlswelt der Jugendlichen in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung ein und so begleitet sie Scheherazade, die trotz ihren schwierigen Umständen sich von ihrer Mutter emanzipiert, sich für ihre Liebe entscheidet und auch für ihre beruflichen Wünsche einsteht. Zum Schluss möchte ich noch einmal etwas vorlesen, und zwar ein Zitat. In der Seele liegt die Freiheit, in der Liebe die Kraft, Hoffnung ist die Liebe und Träume die Revolution. Das ist, was die Welt verändert. Was soll ich da noch sagen? Es gibt nichts mehr zu sagen. Es ist eine tolle Autorin und ich werde sicher noch mehr von ihr lesen wollen. Gut, nun sind wir schon wieder am Schluss angelangt dieses Beitrags. Ich freue mich, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. Vielleicht freut ihr euch ja dann auf einen neuen Beitrag, dann dürft ihr jederzeit einschalten. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr keine Sendung verpassen. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit und tschüss miteinander.
eure Leseratte.